Ja, der Stream ist gerade aus und wir hatten ein Wahnsinnsturnier hier am Bernsteinsee. Trophies, 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 Trophies. Na, und die Super Trophies waren natürlich auch mit dabei. Also, Wahnsinnsturnier hier gerade am Berni. Es lief richtig, richtig gut. Und zwar mit zweierlei Köderkombination, mit zweierlei Aromen. Gucken wir uns gleich im Detail mal an. Und alles hier natürlich an dem Nummer 1 Spot. Also, ganz, ganz abgefahren. Geister, Schuppenkarpfen Trophy. Schuppenkarpfen Super Trophy war mit drin, Spiegelkarpfen mit 32 Kilo hat dann gewonnen. Wir sind einfach auf den schwersten Fisch gegangen. Es war schon richtig, richtig gut. Also sehr, sehr, sehr viele Trophies. Bis hin, was hatte der Ryzen gesagt, 5 Trophies im Turnier gefangen, als Einzelner, also im Kescher drin und das in 1,5 Stunden. Wir waren 1,5 Stunden hier im Turnier und es hat richtig gut reingerasselt. Bei mir war es so lala. Also es war ganz gut. Ich bin auch ganz zufrieden. 2 schöne Geister hier mit dabei. Ansonsten auch größentechnisch passte das auch hier ganz gut. Also sind ein paar schöne mit drin. Aber bei mir noch bisher keine Trophy dabei. Trotz allem lief es halt hier. Ne? Also wir standen alle hier an der Stelle und es lief tatsächlich wie immer, beziehungsweise was heißt wie immer? Es lief sehr gut. Und man könnte sagen, ja, wie immer an diesem Spot, das ist ja hier the one and the only, der Nummer 1 Spot. Wir machen mal eben hier den Chat einfach mal wieder raus. So, zack, machen wir mal ein bisschen mehr Platz jetzt hier. Gehen wir mal mehr jetzt ins Video rein. Genug aus dem Stream, wobei ich gleich noch mal ein bisschen was aus dem Stream mit hier reinschneide. Das passte einfach auch sehr gut mit rein. Und es sah halt zwischenzeitlich dann so aus. Geht einfach direkt wieder los. So ist das doch gut, ey. Spiegelkarpfen, Zanderscheu hier mit 21. Wie Kauli immer noch mit dem dicksten Spiegelkarpfen, 32 Kilo. Flocke Super Trophy Schuppenkarpfen. Also ist schon crazy, ey. Ist schon crazy. Geister Schuppenkarpfen hier beim Brandmeister. Das sieht schon gut aus, wa? Ja, es ist schon wild. Es ist schon wild. Und jetzt geht's hier auch tatsächlich wieder los. Also, 2 Möglichkeiten. Also 2 Möglichkeiten hier zu angeln. Beide Möglichkeiten haben die Chance auf Trophies. Beide Möglichkeiten haben die Chance auf unterschiedliche seltene Fische. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, wir fangen mal mit der kleineren an und mit der Möglichkeit, mehr Fische zu fangen, mehr Frequenz. Vielleicht auch gut, wenn man noch nicht ganz so weit ist. Vielleicht auch ideal, wenn man vielleicht einfach nur vorher mit Futtermische, mit dem Futterkorb anwirft, hier den Spot einfüttert und dann mit dem Karpfen-Setup hinterher wirft oder mit der Futterrakete oder sowas hier reinschmeißt. Erstmal mit Gewürz. Man kann hier sehr gut auf eine Gewürzkombi angeln. Was ich probiert hatte, ist einen Mischmasch so ein bisschen aus beiden. Zum einen läuft Krabbe und Muschel, zum anderen läuft aber eben auch Gewürzmische. Und Gewürzmische läuft tatsächlich richtig gut. Und zwar am besten auf Goldkarpfen. Also die Goldkarpfen gehen immer mal wieder hier mit der Gewürzmische. Gewürzmische ganz alleine oder eben auch in Kombination. Das hier ist eine ganz wilde Kombination mit Sahne. Wurde aber auch belohnt, nicht schlecht. Oder einfach, guck mal hier, einfach nur Pop-Up Mais. Also Gewürz scheint gerade richtig gut zu laufen. Und das Schöne ist, mit diesen kleinen Boilies, 16er Boilie, hat man eine super gute Frequenz und dadurch eben auch einfach nochmal eine Chance eben hier so einen Goldkarpfen zu fangen. Also durchaus einfach mal testen. Andere Möglichkeit, wie gesagt, deswegen habe ich das hier auch in Kombination, einfach hier mit Krabbe, Muschel, Soluble. Was man jetzt natürlich machen kann, man kann es zum einen als Pop-Up-Rig verwenden mit der Gewürzmische, zum anderen natürlich hier mit den sinkenden Boilies da auch einfach ein bisschen rumspielen. Hot Devil als Dip hat auch richtig gut funktioniert. 35 Meter hier raus, zack, und dann lübt das Ganze. Ich habe hier tatsächlich keine extra Futtermische. Das heißt, ich habe hier eine Futtermische drin, die an für sich für
für Krabbe und Muschel halt jetzt, also eigentlich auf Krabbe und Muschel ausgelegt ist. Das ist jetzt die die Futtermische für die andere Köderkombination. Die gucken wir uns jetzt an. Das ist die Köderkombination für die richtig dicken Brocken. Wenn ihr noch dicker reingehen wollt, hier einfach mit einem dicken, fetten 4-0er Haken. Also da wurden auch einige Trophies mit gefangen. 4-0er Haken. Und dann eben hier 26er, die dicken, fetten Boilies drauf. 20er Krabbe-Muschel Soluble, also auch wieder die auflösenden Boilies, Krabbe oder hier Auster und Krabbe eben dann als Dip. Und dann wäre das hier zum Beispiel eine Köderkombination, die ganz gut funktioniert. Weizenkleie war immer mal wieder ganz gut für Schuppenkarpfen. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen rumspielen mit einer anderen Basis. Vielleicht einfach mal Mais nehmen oder sowas als Basis. Und ansonsten passt das, glaube ich, ganz gut hier. Krabbe, Feed Pellets, Flusswandermuschel hier mit drin, komplett eben für Muschel, beziehungsweise hier Muschel Soluble auch nochmal geschreddert mit drin. Also das in Kombination lief soweit auch schon mal ganz gut. Aber wie gesagt, nach wie vor hohe Frequenz, immer noch hier auf diesen kleinen Boilies natürlich. Ne? Im Großen und Ganzen läuft das, wie gesagt, jetzt seit 1,5 Stunden schon. Ich denke mal, so langsam ist hier auch Ende. So langsam sollte auch der Spot dann auch irgendwann leer sein. Ich werde ihm gleich mal 2 Stunden Pause geben und dann vielleicht nachher auch nochmal testen. Vielleicht einfach nochmal komplett eben hier auf Masse oder tatsächlich auch nochmal komplett auf Gewürz gehen. Da kann man natürlich auch eine Gewürzfuttermische sich einfach zusammenschmeißen. Vielleicht einfach auch mal so auf Roggenbasis irgendwie was nehmen. Beziehungsweise, wenn wir ja schon die Schuppenkarpfen haben wollen, dann nehmen wir natürlich auch Weizenkleie, was dann vielleicht auch nochmal ganz gut ist für die Schuppis. Und dann bleiben wir einfach bei Weizenkleie als Basis und versuchen dann darüber eben auch nochmal die... Oh, das ist auch schön. Das ist was Helles. Na guck, einen Albino-Zeilkarpfen. 4,6. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der dritte seltene jetzt hier. Ja, der hätte auch groß reingehen dürfen. Auf die großen Köder. Auf die großen Boilies. Hab ich gar nichts dagegen. Ja, also, es läuft hier einiges. Klassischer Spot, sollte eigentlich ja jeder kennen, ne? Hier auf E4, 35 Meter Clip, wie immer natürlich. Und dann mit der Köderkombination. Hier jetzt wieder klassische Haarmontage. 26er, 20er. Krabbe und Auster. Futtermische hatte ich gerade auch schon gezeigt. Das ist natürlich auch immer essentiell. Und im Großen und Ganzen ist es das. Jetzt heißt es dann natürlich ausharren und durchziehen. Ich würde testen, vielleicht mit den Dips ein bisschen rumspielen, mit den Futter würde ich ein bisschen rumspielen und mit der Hakengröße. Ich glaube, Hakengröße wäre auch noch was. Wenn ihr mehr auf Masse geht, natürlich eher die kleineren Haken. Hier reicht auch absolut ein 1er Haken. Und dann einfach Gas geben, gerade wenn man hier mit diesen 16er Boilies unterwegs ist und einfach nur eben hier schön auch noch Prozente machen möchte. Ich glaube, dann läuft das ganz gut. Klar, geht auch mal so was Kleines hier rein, aber das schadet ja alles nicht. Auch das bringt natürlich immer wieder ganz gut Prozente. Zack, wieder raus hier, 35 Meter und dann heißt es weitermachen. Ja, das Ganze, wie gesagt, jetzt hier ein Kescher von 1,5 Stunden. Apropos Kescher, ja auch gerne mal die ganzen eure Setups oder eure ganzen Trophies, da waren jetzt so viele Trophies bei, auch gerne mal im Discord posten, wo die oder mit was die Trophies reingeballert sind. Einfach mal ab in die Trophy-Halle damit. Und dann gucken wir doch mal, ob hier nicht die Tage einfach noch ein paar Trophies mehr gefangen werden, oder? Die Köderkombis scheinen ja ganz gut zu funktionieren hier. Ich gucke später noch mal rein im Discord. Vielleicht postet ja auch noch jemand seine ganzen Trophies in der Trophy-Halle. Link zum Discord direkt unterm Video. Naja, und dann ab zum Bernie. Rausziehen die Brocken. Na, da muss ich aber mal direkt in die Aufnahme rein. Da muss ich aber mal rein. Der will schon etwas länger nicht aus dem Wasser. Aber ich glaube, für eine Trophy reicht es nicht, ne? Das wäre zu schön. Das wäre zu schön. Aber er hat schon Bock und er ist auch ein bisschen abgezogen. Könnte ein ganz guter Wert werden. Alter Falter hier.
Richtig, richtig schöner Brocken. Richtig gutes Gewicht. Alter, 16,9 Kilo. Geisterschuppi nochmal hinterher. Puh, was für ein Spot. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im nächsten Livestream. Vielleicht rasselt dann hier nochmal in so einem Turnier richtig was rein. Petri, bis zum nächsten Mal.